Morgen Leute, es ist Montagvormittag, wir sind jetzt gerade bei PK Physio, Patrick Kastner, und wir stehen eine Woche vor dem Camp und somit nur noch ein paar Wochen vor unserem nächsten Kampf am 6.3. in Las Vegas gegen Thiago Santos. Aber um was es heute geht ist, wir haben ein Assessment Center bzw. ein Assessment-Programm zusammengestellt mit dieser Physiopraxis hier und wollen alle unsere Athleten, die bei uns in der Betreuung sind, am Start der Zusammenarbeit bzw. langfristig immer wieder alle paar Monate abchecken. Das heißt, neben den schon bestehenden Assessment, was wir haben, rund um Ernährung, Schlaf, die Persönlichkeit, Erholungskapazität und so weiter, haben wir den Bereich der physischen Leistungsfähigkeit ausgebaut. Das heißt, was bisher gewesen ist, Ruderergometer-Tests, Krafttests, Schnellkrafttests und so weiter, haben wir versucht auf eine neue Ebene zu bringen. Und das haben wir mit Patrick und seinem Team gemeinsam, glaube ich, geschaffen. Der Alex ist mit dabei und wird heute getestet, das letzte Mal vor seinem Camp bzw. vor diesem Kampf. Und das soll dann eine gewisse Regelmäßigkeit auch haben. Das heißt, hier in diesem Test-Assessment wird es mehrere Bereiche geben. Das eine ist zum Beispiel die Mobilität des Körpers, muskuläre Ansteuerungsfähigkeit und Schnellkraftleistung, Ausdauerleistung und sonstige weitere interessante Bereiche. Ich nehme euch mit, schaut euch das an und ich bin mir sicher, dass da auch was speziell für euch Interessantes dabei ist. Los geht's! Also wir haben jetzt einmal eine allgemeine Anamnese mit dem Alex gemacht, anschließend die Körpermasse erhoben, also Armlänge, Beinlänge und anschließend dann noch Mobilitätstests der Gelenke gemacht, sprich Goniometeruntersuchungen mit einer App. Da konnten wir die Gelenksbeweglichkeit aller Gelenke bestimmen und somit den Vergleich zwischen rechts und links und grundsätzlich einmal ein grobes Bild der aktiven Mobilität zu bekommen. Einen maximalen Impuls ist am Anfang sehr ungewohnt, beziehungsweise auch bei Muskelgruppen, wo man nicht gewohnt ist, dass man dann maximale Kontraktion erfährt. Was wir jetzt mit Alex gemacht haben, war das DMG, also Tensormyographie. Da geht es darum, dass man eigentlich alle Muskelgruppen durchtestet, auf Kontraktionsfähigkeit und auf den Tonus. Und in nächster Folge werden wir jetzt einen Sprungtest machen, Beweglichkeitstests mittels Kameraanalyse auch, damit man dann immer bei den nächsten Malen einfach einen guten Vergleich herstellen kann. Komm. Was? Geht? Ja. Los geht's. Und das. Jawohl. Bei den ISO-Sachen fühlt man sich immer so schwach, egal wie viel Kraft man Output gibt. Wieso? Weil er nicht sich bewegt. Normalerweise bin ich gewohnt, wenn ich was drücke oder schiebe, dass sich was bewegt.
Isometrischer Krafttest vom Nacken, ziemlich lässig, oder? Das gefällt auch sicher dem Ringertrainer. Und glaubst du, dass das stark ist? Ich weiß nicht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es fühlt sich alles so schwach an. Schauen wir gleich, was die Auswertung sagt. Bin gespannt. Ringenspezifische Sachen, Positionen. Zum Beispiel, ich weiß selber von mir, ich kann wirklich viel Kraft aufbringen, wenn ich jemanden gegen die Wand drücke. Im Double Leg, also wirklich. Wir werden auch dafür noch eine Messmethode finden. Technik ist das Wichtigste. Oh. Aber beim Ringen nicht. Beim Ringen ist 50-50. Technik und Kraft. Gehst in die Kniebeuge und komm. Ja, auf der Streckung runter und so schnell wie möglich hoch, runter. Auch das ist den Kopf nicht an. Ja, okay. Nein, passt. Jetzt geht's raus. Okay, passt. Gut, los geht's. Kannst du dich draufstellen, Hände ins Becken. Geht? Kannst du loslegen. Und go. So, da, jetzt wird es nochmal richtig interessant. Der Alex macht sich schon bereit für den letzten Teil seines Testings heute. Ein bisschen Ausdauertesting. Das wird sicher lustig. Ganz sicher. Was merkt man? Dass er das Auspowern sucht, dass er Gas geben will. Ja. Das Kontinuierliche, das packt er nicht so. Darf runter, ja? Du darfst runter. Siegerpose. Nach jedem Training. Dass das auch im Blut ist. Ja, geil. Stark gemacht. Das wollen die Ringlichter sehen, weißt du? Nach jedem Kampf. Wenn du die Hände drauf gibst, dann weißt du, okay, der hat noch immer Kraft gehabt. Wirklich, das ist Das ist alles. Alles. Und jedes kleinste Detail muss man beachten. der Wahnsinn. Ja, geil. Stark? Ja? War gut? Sehr gut. Sehr brav. Genau in den letzten, ich habe mir gedacht, bei 40 höre ich auf. Und dann habe ich mir gedacht, Machst einfach eine Runde scheiß mehr. drauf, Alter, die letzte Runde, Championship Round, So ist es. 5 Minuten gebe ich nur Gas, Alter, das ist die letzte Da haben wir Runde. zwischendurch echt gemerkt, wie es dann manchmal einfach Ja, ja, Umdrehung nochmal hochgefahren Ja. bist, dann atmen wir ganz ja. anders. So ist auch der Kampf, weil der Kampf ist nicht immer eine Ebene, Genau, es geht immer ja. so und so. Ja. Manchmal steht man, manchmal geht man bumm, dann steht man wieder. Ja. Und ich versuche das halt immer auch in solchen Intervallen immer reinzubringen, wenn ich wirklich am Ende bin, dass ich wirklich so ein paar Sequenzen habe, dass ich
richtig Gas gebe, aber nicht zu sehr, damit ich es durchhalte, halt ökonomisch. Das ist auch meine Erfahrung durch die Kämpfe und so, wann kann ich Gas geben, wann kann ich ein bisschen zurückziehen, von Kampf zu Kampf. Ich wurde abgemessen von Kopf bis Fuß, die Kraft wurde gemessen von Kopf bis Fuß, Konditionstest jetzt am Ende, Sprungtest, also ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse und auf die Daten und was man da noch verbessern kann und was man noch rausholen kann aus meinem Körper. Ja, also ich freue mich schon. Also heutzutage, wie ich vorhin schon gesagt habe, Daten, Zahlen. Das ist das A und O. Ja, also wie erwartet ein Tier durchwegs. Also er hat wirklich Gas gegeben, hat das volle Programm durchgezogen. Im Resümee her sieht man, dass er eine gute Basis hat und noch viel mehr. Also sonst würde er nicht dort stehen, wo er ist. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zum Nachfeilen, aber ansonsten, wie wir beim letzten Tester gesehen haben, er kann über die Grenzen gehen und das ist in seiner Sportart sicher das Wichtigste. Und, ja.